Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Haul von mir. Und zwar teste ich für euch eine neue eine neue Firma. Und zwar heißt die Firma Diamond DIY. Und ich durfte mir 2 Bilder aussuchen. Und nach dem Intro geht's gleich los. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Und zwar kam das mit dieser Luftpolsterfolie hier so an. Also erstmal sehr gut gepolstert. Und ich habe mir 2 Bilder ausgesucht. Mal gucken. Ah, und sie haben noch etwas dabei gelegt. Okay, jetzt ist das hier nochmal in Folie eingepackt, in so einer Wattefolie. So, was haben wir denn hier? Diamond Painting Global Hot Sale. Okay. Hier ist nochmal drauf, was so ein bisschen drin ist. Was haben wir hier? Genau, hier ist nochmal eine kleine Anleitung, wie das Diamond Painten geht. Ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein, ob hier tatsächlich 2 Bilder jetzt drin sind. 1 und 2. Tatsächlich, hier sind 2 Bilder drin. Ich muss sagen, Diamond DIY, die haben auch eine sehr große Auswahl. Die haben zum Teil auch Bilder, also sehr, sehr viele Bilder kann man die Größe wählen. Man kann wählen eckig oder rund. Das finde ich schon mal positiv. Und sehr, sehr viele Bilder kann man auswählen, die Größe. Man muss aber auch dazu sagen, es ist ein bisschen höherpreisig als die anderen, ich sage jetzt mal, China-Shops. Und gerade deswegen wollte ich jetzt euch mal zeigen, wie die Bilder aussehen, wie die ankommen. Also sie kommen hier in einer sehr dicken Folie an. Und das eine Bild, wer mir auf Instagram folgt, dann wird euch das Motiv gar nicht so fremd vorkommen. Ich habe es hier jetzt aber quasi in einer anderen Größe und ich habe es hier in eckigen Stein mir bestellt, um auch ein bisschen zu gucken, wie kommt es rüber. Wenn ich das gleiche Bild, hier seht ihr das schon. Good Morning Cappuccino ist das. Und zwar ist das Bild hier in 30 x 40. Der Druck ist sehr, ja, ist sehr dunkel, aber es sind ja Kaffeebohnen, die hier so drauf sind. Und ich lege das mal hier so ein bisschen hin. Also hier haben wir den Löffel mit den Kaffeebohnen. Hier sind so ein paar Kaffeebohnen verteilt und hier fängt der Baiser an. Ja. Hier haben wir die Cappuccino-Tasse mit dem Milchschaum. Das Bild hat 28 Farben. Wir haben ein Standard-Toolkit dabei. Und wir haben sogar eine. Okay. Also erstmal haben wir Zippertütchen, wie ihr seht. Und das sind schon mal die Farben. Große Tüte weiß, ich glaube das ist 38,65, ja genau. Und wir haben eine Papierlegende dabei. Okay. Das heißt, wir wissen sogar, wie viele Steine pro Farbe dabei sind und wie viel Gramm. Okay, jetzt wollen wir mal gucken. 310 haben wir nicht dabei, es ist nach DMC-Nummern sortiert. Zahlen 1 bis 8 durchgängig erstmal. Und dann kommen Buchstaben. Genau, 939 ist der Hintergrund, dieser dunkle Hintergrund alles. F und V. V ist auch nochmal ein dunkler, 37,99. Aber F und V kann man gut unterscheiden. Von daher denke ich, wird es da keine Probleme geben. Vom Druck her fand ich das jetzt auch okay. Könnt ihr hier nochmal sehen.
Also es sieht nicht so aus, als wenn sich hier die Buchstaben ähneln. Da haben wir ein W. Bei W bin ich jetzt ein bisschen hellhörig immer geworden, weil da habe ich das Gefühl, das habe ich jetzt gerade beim anderen Anbieter, da machen die das Kästchen breiter. Also wenn ein W drin ist. Habt ihr das auch schon mal gehabt? Da muss man mal gucken, ob man dann Lücken hat. Ich bin gespannt auf das Bild. Genau, das ist Nummer 1. Kommen wir zu dem zweiten Bild. Da habe ich ein größeres Bild genommen. Das ist auch wieder dicke Folie. Also ich finde erstmal, die Verpackung an sich ist erstmal sehr, sehr gut. Kann man nicht meckern. Und zwar haben wir hier dieses Motiv, 2 Katzen mit vielen Blumen. Das hat eine Größe von 50 x 40. So. Ja, also hier sehen wir jetzt durch die Folie, dass wir hier ein paar Luftblasen drin haben. Das kriegt ihr aber raus, indem ihr einfach die Folie einmal abzieht und die Folie quasi wieder gerade drauf macht. Ich mache das mal kurz. Okay, kriegen wir es ganz drauf. Ja, ein bisschen glatt ziehen, dann kann man blendet das nicht so in der Kamera. Genau, also 50 x 40 hatte ich gesagt. Das Bild hat 26 Farben. 2 Katzen, genau im Schatten, beziehungsweise von hinten quasi als Silhouette. Und ich fand die Farben ganz schön eigentlich, dass es eher ein bisschen bunter ist. Jetzt, wenn ich das Bild so sehe, hier unten sieht es auch ziemlich dunkel aus. Müssen wir einfach mal gucken, wie es gepainted aussieht. Auch hier haben wir ein Toolkit, nicht zu vergessen. Und auch hier haben wir eine Stickerlegende. Und hier auf dem Vorschaubild sieht das gar nicht so dunkel aus, sondern schön bunt auch. Mir gefiel das hier richtig schön mit dem Gelb. Hat ein bisschen was von Feuer oder Sonne. Ich gucke jetzt gerade mal dem C. Ja, haben wir 5310. Schwarz haben wir über 5000 Steine. Das ist auch mit Abstand die Farbe, die am meisten drin vorkommt. Ist klar, alleine durch die Katzen schon. Und hier im unteren Bereich haben wir sehr viel Schwarz. Das ist die 3. Wir haben auch hier wieder Zahlen 1 bis 8. Und dann geht es mit Buchstaben los. Wir haben auch die 939, dunkles Blau, und die 938 eher im braunen Bereich. Ja, haben wir auch. Ein T haben wir nochmal. 3051 ist auch dunkel. Ja, schauen wir mal. Und auch das kommt in Zip-Tütchen. Das finde ich gut. Die Zip-Tütchen sind durchnummeriert, wie ich das hier sehe. Das ist auch nicht schlecht. Und das sind die Farben. Das hier ist das Schwarz. Genau, und dann haben wir schöne bunte Farben hier. Genau. Wir haben hier keine AB-Farben dabei und wir haben hier eckige Steine auch. Genau, das sind 2 eckige Bilder. Das ist das, was ich mir ausgesucht habe. Und dann haben wir tatsächlich noch etwas dazu bekommen. Und zwar etwas Weihnachtliches. Man kann nie früh genug anfangen mit Weihnachtsartikeln, finde ich. Dann hat man sie wenigstens fertig, wenn man früh genug anfängt. Auch hier haben wir ein Toolkit dabei. Ich mal gleich wieder rein. Das sind die Farben. Also wir haben nicht so viele Farben, aber es ist ja auch eine Postkarte. Wir haben sogar eine AB-Farbe. Tatsächlich. Eine AB-Farbe haben wir hier. Wie schön. Hier steht die Bildnummer drauf. Also wir haben einen Briefumschlag mit dabei. Das heißt, man könnte sie theoretisch auch versenden. Und wir haben eine Karte. Ach,
Ah, das ist wie eine Wunschliste. Dear Santa. Und dann könnte man hier theoretisch entweder eine Wunschliste machen oder frohe Weihnachten wünschen. Ist ganz süß gemacht. Hier hinten haben wir ein Kätzchen und ein Teddybär. Kann man hier painten, kann man gut erkennen. Ne? Genau, also ein Teilbild sozusagen. Dankeschön, Diamond DIY. Dankeschön, werde ich mit painten. Oder es kommt irgendwann in den Verlostopf. Müssen wir mal schauen. Ja, das ist das, was ich euch von Diamond DIY vorstellen kann. Womit soll ich denn starten? Was soll ich denn für euch painten? Eher die Katze oder den Cappuccino? Schreibt das mir gerne in die Kommentare und dann werde ich das Bild, was mehr Stimmen hat, das werde ich dann anfangen zu painten. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag und Happy Diamond Painting. Schaut gerne wieder rein, wenn ihr meinen nächsten Haul oder Unboxing nicht verpassen wollt. Und aktiviert die Glocke. Vielen Dank für ein Abo. Bis dahin. Tschüss.